Oh, schnell! Holen Sie den Defibrillator! Wir brauchen einen Arzt! Willkommen in der Hausarztpraxis. Ganz so hektisch ist ein Besuch beim Hausarzt in einem deutschsprachigen Land natürlich nicht. Um zu wissen, wie ihr am besten einen Termin bei uns vereinbart und einen Besuch auch ohne Probleme überstehen könnt, schaut doch dieses Video an. So, if you're calling to a clinic in a German-speaking country, especially right now, you will have to answer a few questions to make your appointment. Right now, it's like really special because everyone first wants to make sure whether you might have the virus, the coronavirus. So there's going to be more questions than usual. They also want to find out if it's really emergent or if it can wait a little bit. So if you can describe your symptoms the best, they will have to ask less questions. So we're going to just go through most things that might come up if the person on the phone lacks information they need to make an appointment. It could go like this. Hausarztpraxis Schmidt, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay, ich brauche sonst bitte zuerst Ihren Namen. Ach so, guten Tag, Frau Meier. Haben Sie bitte Ihr Geburtsdatum? Ach so, ich sehe, Sie sind noch nicht bei uns im System. Brauchen Sie einen neuen Hausarzt? Okay, brauchen Sie einen Check-up? Okay, das können wir sicher gerne machen. Für einen Check-up machen wir an einem Morgen am besten möglichst früh einen Termin, weil wir müssen zuerst bei Ihnen Blut abnehmen im Labor und dafür sollten Sie nüchtern kommen. Nüchtern, das heißt, dass Sie 12 Stunden zuvor nichts gegessen haben dürfen. Sie dürfen gerne am Morgen genug Wasser trinken, aber bitte keine Süßgetränke, nur Wasser oder Kaffee ohne Zucker, ohne Milch. Tee ohne Zucker und ohne Milch geht auch. Gut, aber haben Sie denn im Moment auch akute Beschwerden? Ach so, haben Sie denn Erkältungssymptome? Oder fühlen Sie sich vergrippt? Okay, nur um es klarzustellen, haben Sie Husten? Das wäre Husten. Ach so, haben Sie denn Halsschmerzen? Okay, haben Sie nicht. Haben Sie Gliederschmerzen am ganzen Körper? Haben Sie auch nicht. Was ist mit Kopfschmerzen? Ach so, das ist schon mal sehr gut. Dann sind Sie wahrscheinlich nicht. Okay, hören Sie mir bitte zu. Ich wollte sagen, Sie haben dann wohl kein Corona. Wir können gerne einen Termin machen. Ich würde trotzdem gerne wissen, haben Sie Übelkeit oder sonstige Magen-Darm-Beschwerden? Das wären zum Beispiel auch Erbrechen oder Durchfall oder Verstopfungen. Verstopfungen ist eine Konstipation. Okay. Ach, ich habe vergessen zu fragen. Geschmacksverlust haben Sie auch nicht, oder? Okay, sehr gut. Und wie ist es beim Urinieren? Haben Sie Brennen beim Wasserlassen oder müssen Sie sehr oft auf die Toilette? Okay, ja, das ist sehr unangenehm. Okay, gut. Für das können Sie wahrscheinlich gleich heute vorbeikommen. Okay, Sie können sonst direkt vorbeikommen und bei uns dann eine Urinprobe abgeben. Für die Konsultation mit dem Arzt müssen Sie etwas warten danach. Okay. Gut, es ist jetzt 12 Uhr. Sie können aber gerne um 14 Uhr, wenn wir wieder auf sind, vorbeikommen. Gut.
Ziehen Sie bitte eine Gesichtsmaske an und bringen Ihre Versicherungskarte mit. Das ist die Karte, die Sie von Ihrer Krankenkasse bekommen haben. Das nennt sich auch die Krankenversicherungskarte. Okay, wunderbar. Wir brauchen die für Ihre Anmeldung. Ja, gut. In dem Fall bis später. So, another scenario could be an emergency. So, this could also be something heart related. So, for example, Guten Tag, Sie sind bei der Hausarztpraxis. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach so, bitte nur langsam. Haben Sie mir Ihr Geburtsdatum und Ihren Namen? Ach so, ich sehe, Sie sind bereits bei uns Patientin. In dem Fall können Sie mir kurz erklären, was Ihre Symptome sind. Ach, Sie haben Stechen in der Brust. Okay, wie fühlt es sich an? Strahlt es aus? Ist es ein ausstrahlender Schmerz? Oh, es strahlt in die Arme aus. Beide Arme oder nur einen Arm? Ach, Sie haben einen ausstrahlenden Schmerz in den linken Arm. Okay, bitte fahren Sie nicht alleine in die Praxis. Fragen Sie jemanden, den Sie fahren können, oder nehmen Sie ein Taxi. Ja, kommen Sie direkt hierher. Der Arzt wird Sie dann sofort empfangen. Gut, nur noch eine letzte Frage. Wie lange haben Sie schon die Beschwerden? Okay, gut. Bitte denken Sie daran, eine Gesichtsmaske anzuziehen und kommen Sie direkt vorbei. Gut, bis nachher. Oh, guten Tag. Vielen Dank für die Krankenkassenkarte. Ich werde sie sofort ins System eingeben. Okay, für die Anmeldung brauche ich noch weitere Informationen. Ich kann Ihnen dazu gerne helfen. Wie ist Ihr Zivilstand? Sind Sie verheiratet oder sind Sie ledig? Ach so, Sie sind noch ledig. Und wie ist Ihr Beruf? Okay, dann brauche ich bitte noch Ihre Telefonnummer. 064 528 9762. Okay, sehr gut. Haben Sie eine Zusatzversicherung? Okay, haben Sie nicht. Gut, ich werde die Anmeldung für Sie ausdrucken und die Rechnung kommt direkt zu Ihrer Krankenkasse. Sie werden eine Kopie nach Hause bekommen. Gut, bitte unterschreiben Sie die Anmeldung. Okay, vielen Dank. Sie sind ja wegen Brennen beim Wasserlassen vorbeigekommen. Sie können dann bitte gleich in das Bad gehen und eine Urinprobe abgeben. Ach gut, ich kann Ihnen gleich zeigen, wie das geht mit der Urinprobe. Wir haben für Sie Becher hier hingestellt. Das können Sie gerne beschriften mit Ihrem Namen. Sie werden zuerst etwas Urin in die Toilette lassen, dann den mittleren Part mit dem Becher auffangen und der Rest geht dann wieder in die Toilette. Bitte stellen Sie den Becher oben hin. Danach werden wir den Test durchführen und Sie können sich im Anschluss gerne im Wartezimmer hinsetzen. Sobald das Testresultat da ist und der Arzt frei ist, wird er Sie dann abholen. Frau Meier, Sie sind sonst dran. Der Arzt wird Sie empfangen. Bitte kommen Sie in das erste Behandlungszimmer. Das ist gleich hier drüben. Da Sie ein EKG machen werden, müssen Sie bitte Ihr Oberkörper frei machen und sich danach hinlegen. Bitte, wenn Sie Schmuck tragen, entfernen Sie diesen. Und wenn Sie auch Strumpfhosen anziehen, müssen Sie diese für den Test auch ausziehen. Gut,
Dann werde ich das EKG vorbereiten. Danach kommt die Ärztin und wird das EKG beurteilen und mit Ihnen es besprechen. Gut, Sie dürfen dann gleich sich hier zu mir ins Labor setzen. Wir werden als erstes Ihren Blutdruck messen. Dazu müssen Sie den Oberarm frei machen, damit ich die Lasche so an Sie anziehen kann. Danach müssen Sie den Arm locker auflegen und entspannen. Bitte sprechen Sie nicht während dem Test. Gut. Danach werde ich Ihnen Blut abnehmen. Dazu muss Ihr Oberarm auch frei sein, damit ich ihn Ihnen abbinden kann. Sie können den Arm auch aufstützen und ich werde Sie dafür stechen müssen. Haben Sie einen Blutverdünner? Das ist ein Medikament, das Sie stark bluten lässt. Das muss ich wissen, da wenn ich Ihnen Blut abnehme, Sie vielleicht viel nachbluten können. Daher, wenn Sie keinen haben, muss ich es nicht so lange abdrücken. Gut. Sonst, sobald wir das geschafft haben, habe ich noch ein paar Fragen. Kann ich Ihnen Fieber messen? Okay. Dann noch eine Frage. Sind Sie Raucher? Haben Sie Asthma? Das ist, wenn Sie nicht gut Luft bekommen, zum Beispiel wenn Sie Sport machen. Oder haben Sie einen Herzschrittmacher? Ach so, das haben Sie alles nicht. Das ist ja sehr gut. Dann sind Sie ja fit wie ein Reh. Gut. In dem Fall, für die Grippeimpfung, müsste ich das jetzt auch wissen. Und in dem Fall, wenn ich Sie geimpft habe, bitte beachten Sie, dass Sie in den nächsten Tagen eventuell ein Fieber entwickeln können. Das wäre ganz normal. Es kommt nicht oft vor, aber es kann vorkommen. Also erschrecken Sie sich bitte nicht. Aber geben Sie uns Bescheid. Gerade um diese Zeit herum mit dem Coronavirus ist es wichtig, das zu wissen. Gut, der Doktor hat mir eine Medikation für Sie gegeben. Das ist Irfen, das hat Ibuprofen drin und ist ein Schmerzmittel. Hier sehen Sie, wie es verschrieben wurde. Hier gibt es morgens, mittags, nachts und abends. In Ihrem Fall hat er einfach 1 am Morgen verschrieben. Bitte nehmen Sie nicht mehr als 4 Stück pro Tag und essen Sie etwas zum Medikament dazu. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung. Auf Wiedersehen. So, this is my take on how to get through a doctor's visit in a German-speaking country. I hope you liked it and you learned something. Please leave a comment if you would like me to make this a series, and if there's something specific I should cover in another time. Hit the bell button, follow me, and until next time,